Ich lese jetzt den Predigtext aus Sprüche 3, 5-6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Also, einige von euch waren ja gestern schon hier und kennen Alden schon ein bisschen. Wir haben erfahren, dass er eine Frau hat und 3 Kinder, dass er in Kanada groß geworden ist, aus Amerika kommt und Pastor geworden ist, weil Gott ihn gerufen hat. Aber eine Frage habe ich dazu noch. Alden, wie hast du gewusst, dass Gott dich zum Pastor gerufen hat? Alden, how did you know that God called you into the ministry? About 7 years after 7 years of being in the plane crash. Okay, es war 7 Jahre nach dem Flugzeugunglück, in dem ich war. I woke up one morning and it was 4 o'clock in the morning. Bin ich eines Morgens um 4 Uhr früh aufgewacht. And there was a very distinct voice that spoke to me. Und da war so eine ganz deutliche Stimme, die zu mir sprach. And the voice called me by name. Und die Stimme hat mich mit meinem Namen angesprochen. So I knew that wasn't a ghost or anything like that. Und mir war klar, das ist nicht irgendwie ein Geist oder so etwas. And the voice said very distinctly to me that there is much work to be done and the workers are few. Und die Stimme sagte zu mir ganz deutlich, dass es viel Arbeit zu tun gibt und aber nur wenige Arbeiter da sind. And not only did that happen Sabbath morning, Das passierte aber nicht nur an diesem Sabbatmorgen, but that also happened again Sunday morning, same time, same words. aber das Gleiche passierte auch am Sonntagmorgen zur gleichen Zeit, die gleichen Worte. And it was just the way everything worked out. It was most definitely God's will that it was that way. Und wie sich dann all die anderen Dinge entwickelt haben, zeigten mir, dass es ganz klar Gottes Wille war. And so that's how I know. Sorry for that. That's how I know. Ja, und das ist das, was ich dazu nur sagen kann. Okay, danke. Dann hören wir jetzt von Alden den nächsten Vortrag. Presentation. Okay. Well, good morning. So, guten Morgen. It's good to see your smiling faces. Es tut gut, eure lächelnden Gesichter zu sehen. You are all awake. Ihr seid alle wach. Is it early for you? Ist das eigentlich eine frühe Zeit für euch so? No. You better not complain Also, ihr habt keinen Grund, euch zu beklagen. because it's 4:30 in the morning, my time. Denn für mich ist es 4:30 Uhr am Morgen jetzt, nach meiner Zeit. So don't go to sleep. Also nicht einschlafen, bitte. Do you have your Bibles? Habt ihr eure Bibel mitgebracht? Let me see your Bibles. Kann ich die mal sehen? I'm still waiting for this section here. So, ich warte noch auf diesen Block da hinten. Okay, there's a few. How many of you brought a notepad, something to write with? Okay, wie sieht das mit dem Notizbuch aus? Gut. Habt ihr was mitgebracht zum Aufschreiben? Good. I want to introduce to you some special friends of mine. Ich möchte euch heute Morgen ein paar besondere Freunde vorstellen. These people I was with about 5 weeks ago in Munich. Mit diesen Menschen war ich 5 Wochen zuvor in München zusammen. And their short drive of 6 hours yesterday Und sie hatten so eine nur kurze Autofahrt von etwa 6 Stunden gestern ended hierher. up to be 10 hours. Aber aus den 6 Stunden wurden 10 Stunden. I think they went down through Italy and then they came through Hungary and they came back. Und ich denke, sie sind erst wahrscheinlich nach Italien gefahren und dann über Ungarn irgendwie wieder zurückgekommen. But my friends from Munich, if you will stand. Aber steht ihr doch mal auf, meine Freunde aus München. Come on, stand down. So, also keine Scheu hier. Okay, that's enough. So, da sind sie. David, on the end there, David, der dort am Ende sitzt, he was the one that organized me coming there a few weeks ago. war in München derjenige, der mich dort eingeladen hatte. And it was a tremendous outpouring of the Holy Spirit Und there. ich sage euch, der Heilige Geist wurde in ganz mächtiger Weise dort ausgegossen. Do you believe we're at the end time?
Glaubt ihr, dass wir uns am Ende der Zeit befinden? Get used to saying that. So, also wir gewöhnen uns daran, dass wir Amen sagen. Let's try that again. Lass uns das nochmal probieren. Do you believe we're at the end time? Glaubt ihr, dass wir am Ende der Zeit sind? Amen. Why? Warum? Don't say amen now. Ja, jetzt braucht ihr nicht Amen sagen, ja? Why do you believe we're at the end? Warum glaubt ihr, dass wir uns am Ende der Zeit befinden? Signs of the times. Signs of the times. Okay? Signs of the times in the church. Also die Zeichen der Zeit, die sich in der Gemeinde Signs of the manifestieren, time outside in the world. außerhalb in der Welt. I look at the pictures of people in Pakistan. The pictures of people in Pakistan with the flooding. Ich schaue mir zum Beispiel die Menschen an in Pakistan zurzeit. And I see the earthquakes that are happening. Und ich sehe die Erdbeben, die geschehen, I see the fires. die Feuer. There's many things that are happening now. Viele Dinge passieren zurzeit. You know, it will take something here in Germany to wake us up. Wisst ihr, es wird etwas brauchen hier in Deutschland, um uns aufzuwecken. You know, yes, a few weeks ago there was some flooding here. Ja, einige Wochen zurück hatten wir auch hier ein paar Überschwemmungen. But things like this are going to increase more and more. Aber diese Dinge werden zunehmen. And so we need to learn to trust the Lord more and more. Und deswegen müssen wir lernen, dem Herrn mehr und mehr zu vertrauen. The message this morning is titled Stepping into Nothingness. Die Botschaft heute Morgen habe ich überschrieben, einen Schritt ins Leere wagen. That would be like me stepping out here. Das wäre, als wie wenn ich jetzt hier ins Leere treten würde. Go ahead and show them, Jens. Okay, also. Now, what if he actually stood out here and just stood up here? Was würde jetzt passieren, wenn ich hier einen Schritt weitergehen würde? If he actually could jump and just land right there. Also wenn ich jetzt hier den Schritt machen würde und ich würde so in der Luft stehen bleiben. Try it. I'm not going to try it. So, ich werde es sicherlich jetzt auch nicht probieren. Because I know that there's no reason for me to put God to the test on this one. Denn es gibt für mich hier keinen Grund, jetzt Gott zu versuchen in diesem Punkt. But there will be times where God will test us. Aber es wird Zeiten geben, wo Gott uns prüfen wird. And sometimes we go through a lot of turmoil, we go through a lot of trials. Wisst ihr, manchmal gehen wir durch große Schwierigkeiten, durch Prüfungen in unserem Leben. And many of these things are for a reason. Und viele dieser Dinge passieren aus einem ganz bestimmten Grund. God is trying to bring us to a point where we can learn to trust in Him more. Gott versucht uns an einen Punkt zu bringen, an dem wir lernen können, ihm mehr zu vertrauen. So before we start, we will have prayer. Bevor wir jetzt also beginnen, möchten wir noch einmal beten. Let's bow our heads. Neigen wir unser Haupt dazu. Our Father in heaven, Unser Vater im Himmel, this morning we ask that you will pour out your Spirit upon us. heute Morgen beten wir, dass du deinen Geist auf uns ausgießen mögest. I pray that you will speak through our lips. Ich bete, dass du durch unsere Lippen sprichst. That you will help us to understand the great need that we have to keep our eyes focused on you. Dass du uns hilfst zu verstehen, dass wir so sehr bedürfen, unsere Augen auf dich gerichtet zu haben. And Lord, that we cannot be distracted by the things of this world. Und dass wir uns nicht ablenken lassen können von den Dingen dieser Welt. Anoint our lips this morning. Salbe unsere Lippen heute Morgen. May the words spoken fall upon a heart that is receptive to hear. Und mögen die Worte, die gesprochen sind, auf ein Herz fallen, das offen ist zu hören. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Our story this morning takes place in the Bible. Unsere Geschichte heute Morgen finden wir in der Bibel. So I want to take you through to Matthew chapter 14. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 14. In Matthew chapter 14 we find the story of Jesus who is feeding the 5,000. In Matthäus Kapitel 14 finden wir die Begebenheit, wo Jesus die 5.000 speist. Now, how many times did Jesus feed the multitude? Erinnern wir uns, wie oft hat Jesus eine große Menge gespeist? 2 times. Zweimal. One was how many? Beim ersten Mal waren es wie viele? One was 5,000. Einmal waren es The 5.000. other one was how many? 4,000. Das andere Mal waren es 4.000.
Do you know what the difference between those two are? Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Gruppen? What's the difference? Was war das? 5,000 with the Jewish and 4,000 with the Gentiles. No. The difference is 1,000. Okay, ja, das stimmt auch, was du sagst, aber der Unterschied sind eigentlich die 1000. But you are right. Aber du hast natürlich völlig recht. The Ja. 5,000 Jesus did to the Jews themselves. Die 5000, He fed the Jewish people. bei den 5000 speiste er die Juden And the 4,000 he fed to the Gentile population. und die 4000 waren aus den Heiden. And the difference being those were the ones who should believe, Und der Unterschied war, die eigentlich glauben and the sollten. 4,000 were the ones who did not really believe, but they believed. Okay, die Juden sollten eigentlich Glauben haben und die 4000 hatten eigentlich keinen Glauben, aber wollten glauben. Ja? You see, when Jesus fed these 5,000, it was very interesting. What type of food did he feed them? Schaut, als Jesus die 5000 speist, was interessant ist, wenn wir uns anschauen, was er ihnen Did gegeben he hat. give them all Big Macs, Hat er ihnen Big Macs gegeben French fries? oder Pommes frites? He didn't give them French fries. Er hat ihnen keine Pommes frites gegeben. It was actually, we find 5 loaves of fish to the 5,000. Also wir stellen fest, 5 loaves of bread. er hat ihnen 5 Laib Brot gegeben, But this is not like the loaf of bread that you have in Germany. aber das ist nicht wie das Brot, was wir hier in Deutschland haben. Have you ever seen American bread? Habt ihr mal das amerikanische Brot gesehen? Have you ever eaten Habt ihr es auch American schon mal bread? gegessen? Ja? It's a loaf about this big. Das ist dann so ein Laib, der etwa so groß ist. It's about that big around, about this big. So. But if you take it, you can push it together Aber wenn du es nimmst, dann kannst du es zusammendrücken, till it's about that big. bis es etwa so groß ist. Then you make it brown, Und dann machst du das braun and then you've got German bread, und dann wird das Ganze ein deutsches Brot, ja, which is solid. das stabil ist. But this type of bread was not wheat bread. Aber das war kein Weizenbrot. This bread that Jesus had was, wheat was very expensive. Zu Jesu Zeiten war der Weizen sehr teuer. This was actually a barley type of bread. Das war mehr ein Gerstenbrot. And it wasn't actually in the loaf form like we see normally. Und das war auch nicht in so einer Kastenform, sondern It Brotform. was flat and round. Das war flach und rund. So it wasn't very big. Es war nicht wirklich groß. And the 2 little fish were not big fish, they were little fish. Und die 2 Fische, das waren jetzt auch keine großen Fische. And it was most likely dried fish. Und sehr wahrscheinlich waren das getrocknete Fische. And when Jesus saw this bread and the fish, Jesus sieht nun also diese Brote und diesen Fisch. he knew that it could feed the 5,000. That it couldn't. It could. Und Jesus wusste, das könnte die 5000 It wasn't even speisen. a question in his mind. Für ihn gab es da gar keine Frage. Now remember, was it really 5,000? Nun, waren das wirklich 5000? That was just the men. Es waren ja nur die Männer. So if you add women in there, Also wenn wir noch die Frauen dazu rechnen, that's another 5,000. das wären ja nochmal 5000. You add a few more thousand for children, Und dann noch ein paar tausend Kinder. so you might be at 15, 20, 25,000 people. So, dann kommen wir vielleicht auf 15, 20, 25.000 Menschen. Still 5 loaves Aber immer nur 5 Brote and 2 little fish. und 2 kleine Fische. But Jesus broke it. Jesus bricht es aber. And he continued to break it. Und er bricht es und bricht And es as he weiter. continued to break it, the disciples' eyes got bigger. Und während er es bricht, werden die Augen der Jünger immer größer. Sorry, my eyes are Chinese. I cannot go that big. Also ich habe jetzt chinesische Augen, ich kann die gar nicht so groß machen. How many of you wear contact lenses? Wer von euch hat Kontaktlinsen? Can you just put them in? Könnt ihr sie mal aufsetzen? See, I have to go like this first. Ja, da muss man ja auch so erstmal die Augen groß machen. But the disciples' eyes were enlarged. Aber die Augen der Jünger, die wurden groß. They kept seeing a basket filled up, Sie sehen, wie dort ein Korb gefüllt wird. and another basket, and another basket. Und dann ein anderer Korb und In noch einer. fact, all the people ate until they were full. Es war tatsächlich so, dass alle Menschen aßen, bis sie gesättigt waren. And how many baskets were left? Und wie viele Körbe blieben übrig? How many? Wie viele? 11, 12, 11, 12? 12 baskets. 12 Körbe. That's a lot of food Das ist viel Essen, for 5 loaves. dafür, dass es nur 5 Brote waren.
But you see what happened at that moment.